Schön, dass ihr wieder da seid. Als erstes möchte ich Grüße loswerden an den Aachener Star Wars Stammtisch, denn daher kommen diese beiden Griffe. Da wurden sie natürlich nicht gefertigt, aber die Besitzer kommen daher. Die Griffe selber kommen von Argentum Sabers und haben Probleme gemacht. Die wurden unglaublich heiß. Also ich selber habe das jetzt nicht reproduziert oder sowas. Ich wollte mir jetzt nicht die Pfoten verbrennen. Aber die Griffe, ja, wurden halt heiß. Das war das Problem, deswegen nicht nutzbar. Und eigentlich, als ich mir die Installation angesehen habe, war da im Grunde nur ein Halter für ein Batteriepack drin, ein Taster, nee, kein Taster, ein Schalter und keine RGB-LED, sondern eine, ich glaube, es war eine weiße LED und eine blaue. Also die konnten nur in einer Farbe leuchten. Ja, nicht zu gebrauchen, wenn einem die Pfoten irgendwie verbrennen, während man mit dem Griff rumschwingt. Deswegen heißt es hier neu installieren, aber tutto completo und bitte ohne sich die Finger zu verbrennen. Und wieder gerne eine High-Power-LED, damit man sich damit ja, die Rübe einschlagen kann. Aber diesmal habe ich hier auch RGB-LEDs eingesetzt. Das sehen wir hier, hier nicht, weil das ist eine andere Linse. Aber hier sehen wir das. Und dazu haben wir in dem Griff, der ist nämlich nicht in der Mitte teilbar, ein herausnehmbares Chassis. Das ist ja immer die eleganteste Lösung, finde ich. Hoppla. Und da kommt es auch schon raus. Wieder unser 6-poliges PCB. Ein Profiboard, endlich wieder, nachdem wir das letzte Mal die Versus hatten. Ein Killswitch, der den Strom komplett trennt. Ein 28 mm Speaker, also die Dinger haben jetzt Sound, endlich. So muss das ja auch sein. Lichtschwert ohne Sound, was ist das? Naja, so, wir setzen hier direkt mal den Akku rein. Genau, wir sind hier gerade noch sehr leise, denn ich programmiere das Profi immer so, dass wenn ich es flashe, der Sound bei 50% ist und damit mich das nicht immer so anbrüllt. Aber wir sind hier schon mit Swing On. Geht das wieder? Ja, endlich wieder Swing On. So, rein damit. Ja, wir sehen schon, wir haben hier Kontakt. Damit wird das Ganze nochmal angedrückt. Hier, da gibt es kein Wackeln. Wow. So, wir setzen direkt mal eine... Ja, ich habe hier... ich hole mal gerade eine Testklinge. Im Grunde ist das nur eine leere Röhre. Ich habe keine eigentliche hier mit Spiegelfolie oder sowas drin. Sekunden. So, das was abgesägtes. Rein damit. So. Und jetzt sehen wir auch schon hier unten super hell und dann wird es natürlich immer weniger, aber ja, das Ding ist hier nicht wirklich eine Referenz. So. Wir können das auch mal ein bisschen lauter machen. So. Halt hier oben mal fest. Also, das klingt doch jetzt schon mal nach etwas, vor allem nach mehr als vorher. Ohne Speaker und ohne Sound und ohne Board. Also, das ist doch schon eine schöne Verbesserung. Ja, wenn ich den... ich habe natürlich auch eine Anleitung, wie man ein One-Button-Schwert benutzt. Jetzt wechseln wir mal den Font. So, komm. Achso, ich bin zu schnell. Nee. So, also Farbwechsel funktioniert. Klar, hier oben wird es mit der Zeit auch ein bisschen warm. Es wird jetzt nicht heiß, aber hier sitzt halt immerhin noch eine RGB-LED drin, durch die sehr viel Strom fließt. Deswegen sind die auch so brutal hell. Also da sollte man nicht mit dem bloßen Auge reingucken. Aber es wird nicht heiß und wir verbrennen uns hier nicht die Finger. So, das ist Schwert Nummer 1. Schwert Nummer 2, hier geblieben, ist in der Mitte teilbar. Das heißt, wir können hier mit einem fest installierten Chassis arbeiten. Das ist immer sehr dankbar. Dazu musste ich dann noch hier eine Madenschraube reinsetzen, damit das Chassis hier an Position bleibt. Hier haben wir einen neuen Taster. Also das ist wirklich ein Taster und kein Schalter wie beim letzten Mal. Auch sehr schön. Das ist nicht also das sind nicht die mit wirklich mit einer Feder gelagert sind, die man so elendig weit runterdrücken muss, sondern hier ganz wenig und schon lösen die aus. Richtig schön. Also das Druckgefühl ist hier sehr, sehr gut. Wieder hier mit Profi. Im Grunde genau das gleiche wie vorhin. Killswitch, 28 mm Speaker, 18650er Akku. Wo haben wir ihn? Da ist er.
So. Ja, natürlich. Yoda. So, und den lassen wir auch direkt mal. Wuff. Ja, da sollte man einfach nicht reingucken. So, die Klinge wird... Genau, nicht, dass ich das vergesse. Den hier nicht lösen. Der hier hält auch nochmal das... der hält hier die High-Power-LED fest. So, jetzt habe ich es gerade gelöst. Warum auch immer. So, ein bisschen reindrücken. Festziehen. Denn das Chassis geht ungefähr bis da. So. Und das High-Power-LED-Modul ist hier. Die haben nicht direkten Kontakt. Das ist auch gut so, denn ich will nicht, dass die Hitze direkt auf mein Plastik vom Chassis kommt. Denn das würde mit der... Also das hat einen Schmelzpunkt bei 190 Grad. Ich weiß nicht, wie heiß das hier wird, aber naja, muss man ja nicht riskieren. Hier kommt noch eine Madenschraube rein. Die war jetzt nicht dabei. Ich hoffe, der Besitzer hat die noch. So. Hakt es hier irgendwo? Eigentlich nicht. Aber hier ist auch ein bisschen unsauber abgeschnitten. So, einmal rein. Yay, wir sehen schon hier. Ein bisschen unsauber. Ja. Aber das funktioniert einwandfrei. Blaster einmal kurz. Wieder aus. Twist. Ja, wie gesagt, ich habe ein Video zur Ein-Button-Belegung, wie man das Profi bedient mit nur einem Button. Da einmal reinschalten. Ich will das jetzt nicht in jedem Video wiederholen. Das langweilt ja jeden. Ja, auch wieder von dem vorhergehenden Griff, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese schmalen, genau von Vader's Vault waren die, das habe ich gar nicht gesagt. Die Griffe, da habe ich ja das erste Mal auch RGB-LEDs installiert, deswegen war das jetzt hier, die liefen mehr oder weniger parallel, die Installs, also das Learning habe ich zusammen gemacht. Das Profi wird leicht anders verkabelt, was die Widerstände angeht, aber sonst gibt es da keine großen Unterschiede. Hier bin ich einfach froh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, die funktioniert. Niemand verbrennt sich die Finger und ich hoffe, die Besitzer freuen sich, dass sie die Griffe jetzt endlich wieder benutzen können, denn das war einfach ein teures Vergnügen damals, das einfach nur brach im Schrank lag und nicht benutzt wurde. Also das ist ja schon ärgerlich genug, dass man das immer wieder ansieht und dran denkt, ja, war nicht so cool damals. Für mich waren das wirklich sehr dankbare Installationen, denn hier hatte ich Platz im Griff. Hier hatte ich nach oben und nach unten hin sehr viel Platz, konnte mich also austoben, was die Chassis angeht und musste mich jetzt nicht so wie beim letzten Mal irgendwie auf 25 mm irgendwie runterbrechen und da versuchen, alles reinzuquetschen. Ja, in dem Sinne, viele Grüße an den Aachener Stammtisch. Wir sehen uns Anfang nächsten Monats wieder. Lasst alle gerne ein Like und ein Abo da und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.